Ja, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich möchte euch heute das Wettkampf-Widget der neuen Forerunner-Uhren vorstellen. Stellvertretend habe ich jetzt hier die Forerunner 255 hier stehen. Das Ganze geht aber auch mit der Forerunner 955 bzw. mit der Solar-Version. Ich will euch einfach mal zeigen, was das Widget kann, was da an dieser Stelle der Mehrwert ist und wie das Ganze auch funktioniert, wie ihr da Events suchen könnt und auch Events erstellen könnt. Dann sehen wir auch erstmal die zwei neuen Widgets, die hinzugekommen sind. Und zwar das eine wäre das primäre Wettkampf-Widget. Das ist quasi das Widget, was für den nächsten Wettkampf vorbereitet. Und dann haben wir noch den Wettkampfkalender. Da bekommen wir dann eine Übersicht, wenn wir jetzt mehrere Wettkämpfe haben. Dann werden diese entsprechend hier in der Reihenfolge angezeigt. Als erstes zeige ich euch erstmal, wie ihr einen Wettkampf dann hineinbekommt. Und zwar, da geht ihr einfach mal hier in den Kalender rein. Und jetzt ist es so, wenn ihr jetzt einen Wettkampf habt, der offiziell stattfindet, beziehungsweise wenn da jemand was hinterlegt hat, auch ein Veranstalter, könnt ihr diese Wettkämpfe dann direkt schon übertragen. Ich nehme jetzt einfach mal hier den 11. September, da habe ich mal einen Wettkampf rausgesucht, das da stattfindet. Dann gehen wir jetzt einfach hier unten in den Kalender hinein, das ist hier unten die Leiste, da ist hier der Kalender. Da habt ihr normalerweise hier eine Übersicht von dem, was ihr alles gemacht habt. Und jetzt gehen wir einfach mal hier in die Zukunft. Und dann gehen wir jetzt einfach mal in den September. Im September gibt es den sogenannten Beethovenlauf, das ist am 11. September. Und dann gehen wir jetzt einfach mal direkt hier auf den 11. September. Und dann sehen wir jetzt hier aktuell noch keine Daten vorhanden. Und dann können wir hier oben auf die 3 Punkte gehen. Und dann geht hier auch schon ein neues Menü auf, das nennt sich dann Event hinzufügen. Da gehen wir jetzt einfach mal drauf, Event hinzufügen. Dann habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, die ich euch jetzt erstmal zeige, ist ein Event suchen, also ein bestehendes Event, beziehungsweise dann im zweiten Step, wie man auch ein eigenes Event erstellen kann. Dann gehen wir jetzt einfach mal dann auf Event suchen, dann sehen wir auch schon hier eine Vielzahl an Möglichkeiten, die es hier so gibt. Wenn ich hier zum Beispiel auf Radfahren gehe, dann sehen wir hier, dass wir hier, wenn wir suchen, auch entsprechend ein Event angezeigt bekommen, zum Beispiel das Bodensee Radmarathon. Zum Radfahr-Event komme ich aber gleich noch. Also hier habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit, hier auch ein Radfahr-Event zu hinterlegen. Und jetzt sehen wir hier mal eine Vielzahl an Möglichkeiten an Läufen. Ihr habt auch hier die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte jetzt einfach ein Event suchen, weil ich jetzt Lust habe, an dem Tag ein Event zu machen. Kann ich auch einfach sagen, ich möchte hier oben optional ein Bundesland eingeben. Da gehen wir einfach mal oben hier rein. Dann sagen wir jetzt einfach zum Beispiel hier, gebe meine Postleitzahl ein, die es hier gibt. Dann wähle ich das unten hier aus. Dann sehen wir hier alle Events hier angezeigt, die so in meiner Gegend sind. Was heißt Gegend? Also Neustadt am Kocher ist schon ein Stückchen weg, aber halt was alles so etlicher Nähe ist. Und ich nehme jetzt einfach hier als Beispiel mal den Beethovenlauf. Das ist ein Halbmarathonlauf. Da gehen wir jetzt einfach mal drauf. Und dann bekomme ich einmal eine Übersicht. Da bekomme ich einmal angezeigt, wie lang der Beethovenlauf ist. 21,1 Kilometer. Hat 12 Wochen und 4 Tagen findet dieser statt. Eventtyp ist Laufen. Am 11. September findet das Ganze statt. Startzeit ist hier 8 Uhr europäische Mittelzeit. Bonn. Und dann habe ich noch eine Webseite dazu. Dann sage ich einfach mal das Ganze in den Kalender eintragen. Und dann wird das Ganze entsprechend auch in den Kalender eingetragen. Jetzt habe ich dann auch noch andere Möglichkeiten. Neben der Übersicht, die wir jetzt gerade gesehen haben, kann ich hier aber noch ein paar Sachen definieren. Und zwar kann ich hier auf Training gehen und kann mir ein Trainingsziel setzen. Und da habe ich jetzt die Möglichkeit, wenn ich hier auf das Plus gehe, ein Ereignisziel zu setzen. Also einmal zu sagen, okay, ich möchte das Event absolvieren, weil ich zum Beispiel noch nie einen Halbmarathon gelaufen bin, möchte jetzt aber einen Halbmarathon laufen und möchte so ein Event als Anreiz nehmen, damit ich das Ganze schaffe. Da habe ich einmal die Möglichkeit. Ich habe aber auch die Möglichkeit, das ist das, was ich euch jetzt zeigen möchte, mit der Zielzeit das Ganze zu absolvieren. Da gehen wir jetzt einfach mal drauf. Da habe ich dann zwei Optionen. Da habe ich Option 1, dann die Zielzeit selber einzugeben oder die Zielpace. Das eine ergibt sich ja mit dem anderen, aber der eine arbeitet ja lieber mit der Zielpace, der andere mit der Zielzeit. Ich nehme jetzt einfach mal die Zielzeit und dann sage ich möchte das Ganze einfach in 1 Stunde und 40 erledigen. Dann sage ich fertig, das wäre jetzt für mich eine gute Zeit. Und dann übernehme ich das Ganze, die Zielpace wäre in dem Fall 4,46. Dann sage ich einfach weiter. Und dann würde ich das Ganze hier mal als Hauptevent anlegen. Das ist fertig. Und dann habe ich jetzt das Ganze hier entsprechend angelegt. Jetzt synchronisieren wir das Ganze einmal mal kurz mit der Uhr. Wenn wir jetzt auf die Uhr wechseln, wir können uns noch erinnern, es war kein Ereignis eingetragen. Jetzt gehen wir einfach mal kurz hinein. Und dann sehen wir jetzt hier gleich in dem Widget das Ganze angezeigt. Jetzt sehen wir in dem Wettkampf-Widget, dass entsprechend Beethovenlauf hinterlegt ist. Auch mit dem Bild, das wir gesehen haben. In 12 Wochen ist das Ganze erreichbar. Und im Wettkampfkalender, wenn wir hineingehen, sehen wir, jetzt ist der eine Wettkampf eingetragen. Jetzt gehen wir aber mal in den Wettkampf-Widget hinein und sehen wir erstmal, was hier der Mehrwert tatsächlich ist. Also wie gesagt, wir haben jetzt die 12 Wochen. Einmal bekommen wir jetzt nochmal angezeigt, wann das Ganze stattfindet. Wir sind hier in 12 Wochen 4 Tagen. Der Lauf ist nochmal hinterlegt, wann die Uhrzeit ist, beziehungsweise auch welcher Tag das genau ist. Wenn ich dann jetzt heruntergehe, bekomme ich dann auch schon mal eine Laufprognose angezeigt. Die Laufprognose ergibt sich ja aus der Leistung, die ihr aktuell habt. Wir sehen hier, aktuell würde er mir 2 Stunden 25 prognostizieren. Dabei werden auch, je nachdem wie die Strecken hinterlegt sind, auch die Höhen berücksichtigt. Das heißt also, wenn dann Höhenprofile drin sind, werden die auch in der Prognose mit berücksichtigt. Sehen wir hier 2 Stunden 25, das Ziel wäre 1 Stunde 40. Das ist jetzt schon sehr sportlich, also da kann ich mir schon überlegen, ob mein Ziel passt und es gegebenenfalls nochmal anpassen. Dann sehen wir auch nochmal, was hier die durchschnittliche Temperatur ist am 11. September. Wir sehen oben hier der Durchschnitt, 11. September.
Da ist um 8 Uhr meistens 13 Grad und wir bewegen uns zwischen 21 Grad und 11 Grad und das Ganze ist dann in Bonn. Das ist an dieser Stelle jetzt aber nicht alles, weil das ist jetzt tatsächlich mein Highlight an der ganzen Sache. Wir können hier oben rechts reingehen und dann bekomme ich tägliche Vorschläge angezeigt. Da gehen wir jetzt einfach mal rein. Dann sehen wir hier, bereiten Sie sich auf einen Wettkampf im Beethovenlauf vor am 11. September. Tägliche Trainingsvorschläge und Fokus andere Trainingsfunktionen wurden optimiert, um Sie auf dieses Event vorzubereiten. Das ist also so, die täglichen Trainingsvorschläge, die ihr jetzt bekommt, basieren alle darauf, um euch hier entsprechend auf das Event vorzubereiten, um auch die Zielzeit bzw. das Ziel zu erreichen, das ihr definiert habt. Wenn wir jetzt aus dem Text hinausgehen, sehen wir jetzt auch schon die täglichen Vorschläge. Ich bekomme jetzt hier, ja, das ist so ähnlich wie beim Garmin Coach, einen täglichen Trainingsplan vorgelegt. Also wir sehen es einfach hier, heute wäre ein Basislauf, das können wir uns dann auch mal anschauen, wie das Ganze aussieht. Hier Basislauf, eine 6,50er Pace pro Kilometer und das soll mal 31 Minuten machen. Und wenn wir jetzt nochmal rausgehen, sehen wir auch hier, wir bekommen hier so eine kleine Übersicht, ja, so eine Art Trainingsplan. Zum Beispiel hier nochmal ein Sprint, um das einmal was anderes zu zeigen, sehen wir jetzt hier wird ein Sprint definiert. Wir sehen hier 2 mal 3, 15 Sekunden mit einer Geschwindigkeit von 3 Minuten 25 pro Kilometer und das ganze Training dauert 44 Minuten. Das wäre zum Beispiel am Freitag. Und so bekomme ich dann einen Trainingsplan angezeigt für die nächsten Wochen, auch mit Erholungstagen, wann ich das Ganze entsprechend hier beenden soll oder was ich durchführen soll. Dann haben wir nochmal eine Planübersicht, wie das Ganze dann aufgebaut ist. Da können wir auch nochmal reingehen. Dann sehen wir, die Grundlagenphase dauert vom 15. Juni bis zum 15. Juli. Das heißt, hier werden so Grundlagen geschaffen und bekommen das Ganze auch nochmal ein bisschen erklärt, was der Hintergrund ist. Dann habe ich so eine Aufbauphase, eine Höchstformphase, dann eine Reduzierungsphase, gerade vorm Lauf nochmal. Und dann ist auch hier schon der Beethovenlauf und dann haben wir nochmal eine Erholungsphase. Und so ist das Ganze dann als Trainingsplan aufgebaut. Dann kann ich hier noch ein paar Einstellungen vornehmen, zum Beispiel Trainingshinweise einzuschalten. Oder hier kann ich auch definieren, wann ich ein langes Training machen kann oder will. Ich habe jetzt zum Beispiel bei mir eingestellt, lange Trainings möchte ich doch gern immer samstags, sonntags haben, weil für mich unter der Woche das relativ schwer ist, das zu realisieren. Und so könnt ihr das Ganze dann auch bei Longruns dann einstellen, dass das hier entsprechend dann an euren gewünschten Tagen ist. Dann habe ich noch die Möglichkeit, das Zieltyp zu ändern. Ich kann sagen, über Herzfrequenz oder Pace. Und dann kann ich auch sagen, ich möchte das Training anhalten. Das ist jetzt so der Inhalt des Widgets, also das ist wirklich ein sehr mächtiges Widget. Das ersetzt so ein bisschen den Garmin Coach in dem Sinne, dass ihr individuell für eure Sachen das Ganze einstellen könnt. Jetzt zeige ich euch aber noch ganz kurz, wie ihr eigene Events erstellen könnt, weil ihr habt nicht nur die Möglichkeit, hier vorgefertigte Events zu nehmen, sondern auch eigene Events zu erstellen. Gehen wir jetzt nochmal in den Kalender hinein und dann sehen wir jetzt hier am 11. September haben wir den Lauf gemacht. Jetzt haben wir vielleicht noch einen anderen Lauf, der im August stattfindet, sagen wir jetzt am 10. Und ich möchte aber ein eigenes Event erstellen, dann gehen wir auch wieder in den Tag hinein und dann auch nochmal hier oben auf die 3 Punkte und sagen Event hinzufügen. Und jetzt kann ich hier ein Event erstellen und dann gehen wir einfach hier rein. Also auch für Veranstalter ist es hier interessant, dann sage ich einfach hier Testlauf, YouTube, sage ich hier Präsenz oder virtuell, ich sage hier ist ein Präsenzevent, sagen wir weiter, sage hier am 10. soll es stattfinden und auch ein Lauftraining und dann sage ich hier, handelt es sich um einen Testlauf für YouTube am Wettkampf, ja. Und dann kann ich auch sagen, das Ganze öffentlich machen oder privat. Ich lasse das Ganze jetzt mal auf privat stehen. Dann gehen wir mal weiter. Und jetzt kann ich auch, wenn ich möchte, eine Strecke hinterlegen. Das sind jetzt alle Strecken, die ich über Komoot geplant habe. Und dann sehen wir jetzt hier auch, ich nehme jetzt einfach mal hier den Lauf mit Anni. Das ist eine 12,93 Kilometer Strecke. Das Ganze findet in der Bergstraße statt. Also er findet anhand der Strecke dann schon, wo das ganze Event stattfindet. Dann kann ich hier noch die Startzeit definieren. Sage ich jetzt einfach mal 13 Uhr, fertig und kann das entsprechend weiterführen. Dann muss ich hier noch die Distanz definieren. Da habe ich jetzt einmal die Möglichkeit auch zu sagen, wenn ich hier auf dieses Ausrufezeichen gehe, was für eine Einheit das Ganze ist. Da haben wir hier zum Beispiel Yard, Meter, Kilometer, Meilen. Also wenn ihr jetzt irgendwie ein Event habt, das in Meilen ist, dann gehen wir jetzt aber hier auf Kilometer. Und dann sage ich jetzt einfach hier 13 Kilometer. Fertig. Und dann ist das Ganze hier auch schon hinterlegt. Und dann sage ich weiter. Möchten Sie ein Bild hinzufügen? Also hier könnte ich jetzt ein Eventsbild hinzufügen. Das möchte ich jetzt aber an dieser Stelle nicht. Und hier könnte ich dann entsprechend noch eine Webseite hinzufügen oder eine Notiz hinzufügen, je nachdem, was ihr dann dafür ein Event habt. Sagen wir einfach mal, möchten wir nicht machen, gehen wir auf Angaben prüfen. Dann sehen wir jetzt einfach nochmal eine Übersicht, Testlauf, Datum und die ganzen Angaben, die ich gemacht habe. Dann sage ich einfach das Ganze hier in den Kalender eintragen. Dann bekomme ich jetzt hier einmal Übersicht der Strecke, die ich jetzt hier hinterlegt habe. Dann, wann das Ganze stattfindet, ist in 8 Wochen. Und dann sehe ich hier auch nochmal eine Übersicht. Und auch hier habe ich jetzt die Möglichkeit zu sagen, ich möchte jetzt hier ein Ergebnisziel setzen. Gehen wir einfach mal rein. Und jetzt sagen wir einfach mal an dieser Stelle, weil wir das andere gezeigt Event absolvieren. Und dann sagen wir einfach fertig. Und so habt ihr jetzt entsprechend auch das Event hier hinterlegt. Wenn wir das Ganze jetzt synchronisiert haben, werden wir jetzt auch gleich sehen, dass wir das entsprechende Event jetzt auch in unserem Eventkalender haben. Sehen wir jetzt einfach hier 2 Events. Jetzt haben wir einmal den Testlauf YouTube und den Beethovenlauf.
Und wie ihr jetzt schon gesehen habt, hier der nächste Lauf ist der Testlauf. Also das heißt immer, es wird das Event, was als nächstes kommt, hier auch angezeigt. Gehen wir jetzt einfach mal rein und da bekomme ich auch nochmal die gleichen Details angezeigt. Auch hier nochmal eine Laufprognose mit 1 Stunde 23, beziehungsweise auch nochmal das Wetter. Und wir sehen hier, es ist ein bisschen wärmer, weil es ein bisschen früher stattfindet. Und jetzt ist Heppenheim-Bergstraße und auch die Startzeit ist 13 Uhr. Also hier wird die Temperatur dann auch von 13 Uhr angezeigt. Und entsprechend auch nochmal ein Höhenprofil. Also wenn ihr jetzt ein Höhenprofil habt, kriegt das auch entsprechend angezeigt. Und hier nochmal das Streckenprofil. Was wir auch hier dann haben, ist hier, wir können hier oben auf tägliche Vorschläge gehen wieder. Dann sehen wir hier, das Ganze wird dann hier entsprechend auf das Event abgestimmt. Und das ist dann genauso, wie das beim anderen Event jetzt war. Und hier sehe ich dann auch entsprechend einen Trainingsplan, der dann aufbaut, um hier ans Ziel zu kommen. Was ihr als neuen Punkt hier noch gesehen habt, ist hier Strecke folgen. Das ist jetzt hier, weil eine Strecke hinterlegt ist. Da können wir einfach mal reingehen und da kann ich einfach sagen, hier, ich möchte das Ganze mit Laufen machen. Hier wird dann die Strecke geladen und ihr könnt dann so direkt loslegen und loslaufen. Und wie ihr seht, startet dann auch entsprechend die Navigation. Aber jetzt muss ich auch zu einem kleinen Kritikpunkt kommen. Wenn ihr jetzt ein Radfahr-Event machen wollt, also hier mit der Forerunner 255 und dann drauf trainieren wollt, da bekommt ihr leider jetzt keine Angaben bzw. auch keine Wattzahlen, mit denen ihr trainieren könnt. Also das Ganze ist hier nur fürs Laufen optimiert, beziehungsweise solche Vorschläge machen möchtet. Das ist mit der Uhr aktuell, zumindest zum aktuellen Stand, heute ist der 15. Juni, nicht möglich. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen, wie das ganze Wettkampf-Widget funktioniert. Ich finde es wirklich ein klasse Widget und hoffe auch, dass das Ganze für die Apex und Phoenix Uhren herauskommt. Die Uhren sind ja auch erst frisch auf dem Markt. Wenn dich noch mehr rund um die Forerunner 255 interessiert, ich habe hier oben ein Review gemacht, da zeige ich alle Funktionen der Uhr, beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe unten meine Playlist, da seht ihr meine Best-of-Liste, was ich hier alles auf dem Kanal vorstelle. Wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst auch gerne ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich hier wieder auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.